Ja, Trecker gestartet. Guck einmal nach hinten, mit mal qualmt der Düngerstreuer. Kabelbrand. Precision Farming und damit herzlich willkommen. Auch geil, einfach Precision Farming und herzlich willkommen. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Gestern Abend, heute Nacht, irgendwann habe ich mir überlegt, komm Alter, wir streuen morgen einfach die zweite Gabe Weizen fertig. Du hast heute Nacht den Wachstumsregler gefahren. Das ist, ja, was ist es denn? Es lief gut. Lief gut. Aber es ist nass und da habe ich gedacht, Striptail geht eh nicht. Ich habe den Jungs heute Morgen schon Bescheid gesagt, braucht ihr nicht kommen. Striptail geht eh nicht bei dem Wetter. Fing aber erst um 10 Uhr an zu regnen. So lange hätte man theoretisch noch fahren können. Aber, was soll ich euch sagen? Ich habe die Jungs zu Hause gelassen und habe dann aber Svenny angerufen. Svenny, komm mal, fahr mal Harnstoff holen. Ich habe ja noch Mengen gekauft. Hol das mal her. Hol mal alles her. Ich habe dann noch ein bisschen was erweitert. Hol mal 16 Tonnen. Ich habe jetzt... das, was ich eingeplant habe, haben wir jetzt hergeholt für eine zweite Gabe. Und Alter, heute lief gar nichts, Leute. Das da ist nicht mein Streuer. Das ist nicht mein Streuer. Ich stehe auf dem Hof und telefoniere mit dem Servicetechniker von Isaria. Und ja, es geht in erster Linie um das Connecten hier. Ne? Ich hatte die Spritze dran, ne? Und es ging darum, das jetzt wieder zu connecten. Und haben wir nicht richtig hingekriegt. Ja, irgendwie immer Fehler und wenn man das riecht ja hier so komisch. Naja, habe ich gedacht, das ist vielleicht meine Buchse oder mein Stromwandler vom Laptop, weil ich den mit habe. Habe das erstmal alles ausgezogen. Ja, Trecker gestartet. Guck einmal nach hinten, mit mal qualmt der Düngerstreuer. Kabelbrand. Leute, mein Düngerstreuer. Wir wissen nicht so recht warum. Detlef hat ein bisschen umher experimentiert. Er meinte, da ist ein Stellmotor fest gewesen unten vom wie heißt das? Von der Öffnung vom Dünger. Und wir können uns nur erklären, dass der einen Kurzschluss verursacht hat. Und der ganze Kabelbaum vom Isobus ist durchgeschmort. Relativ schnell. Da geht auch relativ viel Strom durch. Und das ist natürlich ärgerlich, sage ich euch so, wie das ist. Ja, umher telefoniert und Gott sei Dank mein Nachbarbetrieb, Grüße gehen raus, hat den hier eine Nummer kleiner. Also ich habe jetzt einen EMC 30.2, ich habe einen 50.1. Der ist hier sozusagen eine Generation neuer. Ich habe meine Orientierung verloren. Der hier ist eine Generation neuer, aber... Ja, was aber, Hannes? Der kann schon ein bisschen mehr. Der kann über ein Hindernis hinaus streuen zum Beispiel. Das kann er. Das heißt, der kann schon über eine Grenze hinweg werfen und das ist ganz geil. Also der verstellt halt Aufgabepunkte und so. Und ja, dann habe ich hier wieder telefoniert und wir haben das dann connected gekriegt, aber wir haben die Aufträge hier nicht reingeladen gekriegt. Weder per USB-Stick. Normalerweise ist das hier, du machst einen Hotspot, erstellst dir deinen Auftrag, sagst, so die Stelle willst du jetzt düngen, das ist ungefähr dein Setup. Du möchtest jetzt ungefähr 50 Kilogramm Stickstoff geben und dann gib ihm. Denn normalerweise machst du einen Hotspot, gehst hier nur noch rauf und sagst Auftrag importieren und dann kannst du auch direkt loslegen. Nichts hingekriegt, nichts. Dann hat er das Terminal wieder nicht hier gefunden, beziehungsweise den Streuer nicht mehr gefunden. Ja. Ewig probiert, 1,5 Stunden, 2 Stunden um. Und sagt er so, mir reicht das jetzt, wir rufen jetzt, ich hole jetzt einen von der Software dazu und soll der sich das mal angucken. Der von der Software guckt darauf, sagt, ja, welche Softwareversion hast du, die und die? Ja, da hat die Schnittstelle, manchmal war die zu zögerlich und dann hat die Fehler geworfen. Da haben wir ein Update aber. Ja, und die Aufträge? Zeig mal deine Lizenzen. Ja, die Freischaltung reichen ja nicht. So einfach. Dann sagt er, pass auf, ich schicke dir eine Mail, da spielst du ein Update auf und dann schicke ich dir noch eine Mail, da ist die Lizenz drin, lädst beides hoch hier und fertig. Da habe ich das beides gemacht, ungefähr so 10 Minuten, 3 Bahnen bin ich hier gefahren und zack, es funktioniert. Und wie gut das hier funktioniert jetzt. Das ist der Wahnsinn. Und ich muss sagen, Vorteil ist, und das sage ich euch so wie es ist, die Jungs haben wenigstens ein Update
was man selber machen kann. Es ist nicht so, dass dann irgendeiner wieder kommen muss und muss dann ein Update aufspielen und die Maschine muss zur Verfügung gestellt werden. Nee, die sagen einfach, nimm mal einen USB-Stick, schieb mal die beiden Dateien rauf, steck ran und dann klickst du da auf ein Fragezeichen und auf Update. Fertig. Und dann updatet er sich. Und das ist ein Vorteil. Wenn es mal nicht läuft, Update machen und jetzt läuft's. Und was soll ich euch sagen, Leute? Man hat die Möglichkeit, zeige ich euch gleich nochmal am Laptop, Parameter festzugeben. Also ich habe ihm jetzt gesagt, dass hier mein spät gedrilltester Weizen. Ich habe jetzt gesagt, pass auf, hier Ertragserwartung 7 Tonnen im Mittel. Ja? Die Potentialkarte ist hinten, das heißt, der gleicht das entsprechend der Potentialkarte nach oben und nach unten ab. Also das heißt, auf den Hochertragszonen habe ich mehr Ertragserwartung, das weiß er und das berücksichtigt er, und auf die niedrigen niedrigere. Dann habe ich ihm gesagt, wir haben BBCA 30, hier ist die 30, wir sind hier noch nicht überall, wie die, wo wir gestern Abend Wachstumsregler gemacht haben, also hier waren wir noch nicht, hier sind wir in der 30. Und dann habe ich ihm gesagt, wir möchten als nächstes in der 49 fahren und wir gehen davon aus, dass 50 Kilogramm Stickstoff noch rauskommen, weil wir haben einen großen Teil vom Harnstoff, der wird noch nicht, na, was heißt der große Teil? Ein Teil vom Harnstoff wird noch nicht gelöst sein. Wir haben N-Min, wird noch ein Teil zur Verfügung stehen. Und wir haben einfach noch die Organik aus dem Gärrest, die uns auch noch zur Verfügung steht. Und das kann man berücksichtigen und das kann man ihm sagen. Und jetzt fahren wir hier rüber und der gibt deutlich weniger, als ich geben würde. Also das sind die Kilogramm rein Stickstoff, die er hier aktuell gibt. Ich habe eigentlich mit 46 gerechnet, also genau 100 Kilo hätte ich jetzt gegeben. Und wie ihr seht, gibt er eigentlich die ganze Zeit weniger. Die Versorgung ist gut, also alles über 20 ist wirklich eine gute Versorgung. Okay. Manchmal kann er die Scheibendrehzahl, will er die Scheibendrehzahl schnell reduzieren und kommt dann nicht schnell genug nach. Und das ist im Prinzip, ja, Teilbreitenschaltung habe ich schon mal erklärt. Aber da seht ihr nochmal und ihr werdet auch gleich sehen, wenn wir in eine höhere Ertragszone reinfahren. Erstmal fahren wir jetzt in eine niedrigeren rein. Wie ihr seht, dahinter ist es jetzt hell, wo wir gerade durchfahren. Und ihr seht, prompt hat er die Stickstoffmenge runtergenommen, weil er genau weiß, okay, hier ernten wir eh nicht so viel, das bringt nicht so viel. Auch wenn wir dieses Jahr Wasser haben, die Böden mobilisieren sie trotzdem. Aber es ist ja nie so, dass immer Wasser da ist. Es ist ja auch mal im Moment kein Wasser da. Und versteht ihr, also wir haben ja trotzdem mal 10 Tage kein Wasser. Und diese Zonen, die reagieren innerhalb von einer Woche sofort, wenn die kein Wasser haben. Das heißt, den Punkt, dass da zu wenig Nährstoffe sind, den haben wir fast nicht. Also wir hatten Jahre, wo es ständig immer nass war, aber da haben die Zonen dann auch trotzdem 8, 9 Tonnen geerntet, obwohl wir weniger gedüngt haben. Weil der Boden halt mehr bereitstellt. Ne? Und dann sackt uns meistens eher da die Qualität ab, weil uns fehlt es dann im Protein. Es reicht im Ertrag, aber es fehlt im Protein, was viele letztes Jahr auch erlebt haben. So, jetzt sind wir hier durch Hochertragszone, wo wir gerade durchfahren. Und ihr seht ja, da korrigiert er die Menge nach oben. Klar, er sagt, der ist besser versorgt, aber der braucht auch noch mehr, damit das alles klappt. Begeistert. Von daher, ja, der gibt schon deutlich anders als ich. Er gibt anders den Ton an, Leute. Er macht das anders. Er macht das schon anders. Definitiv. Aber das war ein Ritt jetzt. Hier haben wir hier natürlich Freitag, 14. April. Es ist 15:45 Uhr. Und ich habe die Stücken machen wir ungefähr fertig, machen ungefähr 100 Hektar fertig. Und dann ist erstmal Schluss. Und morgen früh mache ich dann weiter. Morgen früh kommt dann eine andere Maschine fürs Striptiergerät. Ja, was ursprünglich etwas mitgeplant war, aber dann doch nicht verfügbar und naja, hin oder her. Morgen früh kommt dann eine andere Maschine und die gucken wir uns an. Ich streue den hier morgen früh fertig und dann müssen wir das alles hier erstmal waschen, wie ihr seht. Es regnet ja, aber Regen ist bestes Harnstoffwetter. Wir streuen Harnstoff, günstigste Variante im Stickstoff, muss man sagen. Aber welche Probleme haben wir bei Harnstoff? Es muss windstill sein. Ja, es ist gut windruhig, also es war die ganze Zeit sehr windstill. Na, die ganz oben, die Windräder drehen sich schnell, die drehen sich ein bisschen langsamer. Und hier unten sieht der Wind ja noch mal ganz anders aus. Also hier, wenn man auf die Gräser guckt oder auf die Halme, die wehen da nicht wirklich sehr doll. Und windstill, weil das Zeug ist leicht.
Dann nicht so wie Kakamonsalpeter, das ist deutlich schwerer und die Körner sind größer, das heißt, wir müssen zum Windschatten. Dann brauchen wir für Harnstoff Wasser. Das Zeug braucht wirklich Wasser, bis das richtig löst. Und deswegen fahren auch alle immer los vorm Regen, weil das hilft wirklich, dass es einwäscht. Und jetzt hier im Regen streuen und die Oberfläche ist nass, die Pflanzen sind nass, es löst natürlich sofort und das kommt in die unteren Schichten rein. Funktionieren, und da muss man sagen, ist Harnstoff einfach die günstigste Variante. Wir haben kaltes Wetter, sind 7 Grad. Ureasehemmer hemmt sowieso inzwischen die Emissionen nach oben. Das heißt, das wird funktionieren. Aber mein Streuer, das macht mich jetzt fertig mit dem Kabelbaum. Ich müsste jetzt... Detlef ist ja so mutig und sagt, bestell mal einen neuen Kabelbaum, das bauen wir ein und dann probieren wir es mal aus. Ich sage dann aber, ja, was ist denn aber, wenn das gar nicht der Stellmotor war, der auch kaputt ist, also der ist kaputt. Was ist denn, wenn irgendwas anderes dafür gesorgt hat, dass das durchbrennt und es nochmal durchbrennt? Dann wäre das doch nicht günstig. Na, bestell mal, sagt er. Dann bestelle ich mal, wa? Wenn er das sagt, auf Detlef kann man hören. So, jetzt fahren wir Vorgewende. Ich habe mir eigentlich mit unserem Streuer schon fast angewöhnt gehabt, Vorgewende zum Schluss zu fahren, weil ich habe es ja nicht so, dass ich über einen Teilbereich rüberwerfen kann, so wie der Kollege hier, sondern bei mir ist es so, wenn ich bis zum bestimmten, also wenn ich genau bis hier ran gestreut habe und dahinter ist aber noch was ich streuen müsste, ja, so was man öfter mal am Vorgewende hat, wenn die Fahrgasse zu dicht liegt, dann streut meiner nicht drüber hinweg. Und wenn ich als erstes in eine Fläche streue und dann außen, dann funktioniert das besser. Jetzt fragt ihr euch, ja, aber Hannes, na, es ist so, dass ich das Section Control Bescheid sagen kann, dass er nur innerhalb der Fläche streuen darf und nicht am Vorgewende. Und ich lege einfach gleich einen Schalter um und dann fahre ich einmal ringsrum und dann habe ich das Vorgewende fertig. Ist eine mega geile Sache. Funktioniert übrigens auch, wenn man drillen würde, dann würde er auch nur da anfangen oder. Bis dann. So, wir sind jetzt hier auf der Gerste angekommen. Ich habe ihm jetzt hier Folgendes gesagt. Wir haben hier BBCA 30, wir haben 7 Tonnen Ertragserwartung. Ich denke, das ist für dieses Jahr realistisch. Ich würde jetzt 45 N geben, das habe ich mir so gedacht. 55 könnte ich. 45 habe ich jetzt hier noch offen. Ne, 55 habe ich noch offen, 45 habe ich jetzt gesagt, würde ich geben. Und ich habe gesagt, 30 denke ich, kommen noch aus dem Boden, weil das, was wir gestreut haben, hier haben wir keine Organik gegeben, habe ich Abschlag nach unten gemacht. Jetzt sieht es hier wie folgt aus. Wir fahren hier rüber. Wir haben eine sehr, sehr gute Versorgung, wie man da sieht. Und er sagt, ja, ich würde jetzt aber nur noch hier 34 und 30 N geben. Und demzufolge reduziert er das Ganze. Der Bestand sieht natürlich hervorragend aus, wie ihr seht. Wir sind jetzt hier gerade, wie ihr auch da seht, in der Niedrigertragszone. Auch das berücksichtigt er. Und mal gucken, wenn wir jetzt gleich ein bisschen weiter runterfahren, wenn es ein bisschen besser aussieht. Aber ja, steht natürlich hervorragend dieses Jahr. Hier ist so eine Zone, die sieht so ein bisschen heller aus. Mal gucken, ja, tatsächlich, der Wert geht jetzt runter. Er erhöht jetzt auch die Menge, die er hier streuen muss. Begeisternd. Ja, hier will er 45 N geben. Hier sagt er, hier sieht gut aus. Es ist einfach Hammer, wie dieses Jahr die Bestände aussehen. Da hat man sich mal wieder richtig danach gesehnt, dass die so aussehen. Ey. Wahnsinn, Alter, Wahnsinn. So geil. Ach genau, jetzt fahren wir hier in der Senke rein. Und eben hat er sogar bis 55 N gegeben. Also sagt er natürlich auch, okay, wir sind hier unten in der Hochertragszone. Der Bestand sieht gut aus, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr. Also ich bin wirklich gespannt, wie es am Ende des Jahres hier aussieht. Mit allem. Wirklich mit allem. Die Gefahr ist natürlich auch immer, dass der Bestand sich gerne hinlegen mag. Gerade bei so viel Wasser. Müssen wir gucken, wie es läuft. Ein bisschen haben die Wildschweine hier auch über Winter gewühlt, deswegen ist das ja ab und zu ein bisschen uneben. Wir gucken uns sowieso noch mal in der AKF jetzt nicht demnächst, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, noch mal die Streukarten an. Hä? Streut er nicht? Warum streut er nicht, Leute?
Da macht er was. Wenn ich ihm jetzt sage, also auf Section Control fahren, denkt er, ist innerhalb der Fläche? Aber kann ja nicht. Ist das verrückt, Alter? Warum will er nicht streuen? Warum sagt er, hier ist Streuen nicht okay? Tja, die liebe Technik, ne Leute? Die liebe Technik, was wollen wir dazu sagen? Sagen wir ihm halt, streuen wir hier manuell. Dann muss er beim Rumfahren das nochmal ausgleichen. Ist ja verrückt. Das macht er, aber ich verstehe es nicht. I don't get it. Ach Gott, der Bestand, da kann man sich gar nicht satt dran sehen. Na, hoffentlich bleibt er doch alles stehen dieses Jahr. Aber wird schon. Wir sind jetzt hier auf dem Winterweizen. Wir hatten bis da ungefähr noch Gerste gefahren und hier unten nicht mehr, weil es hier unten so eine weiche Zone ist. Und ich habe den hier mal komplett freien Lauf gelassen. Und ich habe ihm auch gesagt, er darf bis 0 runter regulieren. Und tatsächlich hier ist so eine Sandkuppe, wo wir... Also es ist fast die schlimmste Sandkuppe überhaupt auf dem Betrieb. Und da geht der knallhart bis 0 Kilogramm runter. Wir gucken einfach mal, was daraus wird. Aber das ist natürlich interessant. Also das ist, er streut deutlich anders, als ich gestreut hätte. Klar, ich hätte in den Hochertragszonen auch ein bisschen mehr gegeben, aber teilweise das macht er ja nicht, weil da die Versorgung gut ist und teilweise wieder doch, wenn die Versorgung wieder schlechter ist. Zum Beispiel hier sieht es ja gerade nicht so gut aus. Hier hatten wir so ein bisschen Fraßschaden von den Wildgänsen. Da ist der Bestand sehr, sehr klein. Hier gibt er halt deutlich mehr. Und hier sagt er ja auch, die Endversorgung ist sehr, sehr gering. Hier unten haben wir auch keine Gerste reingefahren. Und bis da vorne hatten wir ungefähr Gerste und da hat er auch weniger gestreut. Das heißt, er hat tatsächlich auch da einen Unterschied in der Stickstoffversorgung gesehen, mit Gerste und ohne Gerste. Das Spannende wird natürlich wirklich zur Ernte. Und ja, wenn er sagt, wir brauchen nichts, brauchen wir nichts. Aber bis jetzt hat er deutlich weniger gestreut, als ich gestreut hätte. Ich hätte meine 50 Kilo meinetwegen, die ich jetzt streuen wollte, die hätte ich jetzt aufgeteilt nach der Applikationskarte und hätte das so gelassen. Aber ich sag mal so, der ist im Mittel vielleicht bei 50%, die ich ursprünglich streuen wollte. Also die Hälfte streut er gerade, was einerseits total geil ist, weil wir natürlich was sparen und damit wahrscheinlich die letzte Gabe gleich mitmachen können. Weil zum anderen ist natürlich, wir müssen morgen relativ viel Dünger in Big Bags abpacken, weil ich habe ja so geholt, dass wir 50 N pro Hektar überall streuen können. Krass, definitiv. Und ja, in der Regel, meine Erfahrung auch mit dem Yara-Sensor, das ist schon alles passend gewesen. Das haut schon hin. Und dieses Jahr ist halt auch wieder so ein Jahr, ja, da mineralisiert der Boden extrem viel. Ne? Hier sieht man zum Beispiel, hier wird er jetzt weniger streuen, Endversorgung ist besser. Wir sind nach wie vor in der Hochertragszone, Endversorgung ist besser und deswegen macht er nach unten Abschläge. Aber es ist Wahnsinn, kann ich euch sagen. Wie schnell das auch alles regelt. Wenn man das jetzt erstmal in Gang gebracht hat, funktioniert das auch echt gut. Also dann ist es auch super easy. Ich zeige euch das mal gleich beim nächsten Auftrag. So ist Düngerstreuen schon ein geiler Job. Ist halt mega easy, ne? Drückst auf da, Section Control Auto, jetzt Feld Innenfläche, Scheiben starten, Start. Und wenn wir jetzt fahren, passiert noch gar nichts, sondern wir müssen erst das Innere des Feldes betreten, nicht das Vorgewende. Dann gehen wir hier rauf. Also hier geht man da auf die Auftragsverwaltung, erstmal muss man importieren. Import. Dann leuchtet das hier gleich blau, genau. Da tippen wir einmal rauf. Haben wir da jetzt richtig getippt oder nicht richtig getippt? So, eigentlich schon. Genau, da haben wir den 4 Aufträge, habe ich jetzt gerade einmal fix erstellt. Gehen auf Importieren. Und wir haben die Möglichkeit, alle Aufträge hier nochmal zu bearbeiten. Tja. So, wir gehen dann jetzt hier auf, hier unten steht der Flächenname und ich habe den Auftrag Abkürzung einfach, wie die heißen und Harnstoff im Prinzip. Wir sind auf Spargel. Jetzt können wir hier nochmal raufgehen und könnten nochmal hier das Ganze bearbeiten, wenn wir wollen. Das heißt, wir sind jetzt hier in der 32, wir sagen ihm, wir sind aber in der 31. Nächster Termin ist 49, EC 49. Wir wollen hier 8,5 Tonnen ernten, das ist auch realistisch. Hier ist sehr guter Boden eigentlich.
Dann Stickstoffgehalt, den geben wir fest, der Dünger ist nicht stabilisiert. Mittlere Applikationsmenge habe ich jetzt hier 45 N eingegeben. Minimale soll er 20 N, Nachlieferung 50, kommt aus dem Boden. Maximale geben wir ihm 80 frei. Und minimal 15 können wir jetzt machen. So, Nachlieferung 45 ist realistisch und mittlere Menge soll er hier 45 fahren. Wobei er sich gar nicht zwingend daran orientiert. So, dann haben wir hier alles durch. Das geben wir eigentlich im Prinzip schon am Rechner ein. Das heißt, wenn der Fahrer jetzt hier raufkommt, der nimmt nur diesen Auftrag, sagt, ich bin auf den Stück und sagt Start. Und wir müssen natürlich noch hier einmal ausklappen. Ja, wir halten hier einmal kurz gedrückt. Zusammenklappen kann man automatisch machen und man kann auch hier eine Position speichern und das dann automatisch runterklappen lassen. So, währenddessen können wir schon mal ein bisschen rollen. Klar können wir uns dabei auch bewegen. So, tippen wir einmal hier daneben und das war's. Ja, jetzt kommunizieren die beiden hier. Der sagt ihm permanent hier, wie viel er gerade streuen will. Ob der Streuer gerade an ist oder nicht, er sagt es trotzdem die ganze Zeit. Und dann fahren wir hier rüber. So, und hier sehen wir, der ist nicht ganz so gut versorgt. Na, kann man ein bisschen langsamer jetzt hier fahren. Wir müssen ja hier auf so einem kurzen Stück nicht so heizen, wir die ganze Zeit 16 gefahren. Je langsamer wir natürlich fahren, desto besser regelt sich das hier alles. So, und dann fahren wir jetzt die Fläche hier einfach nur ab. Und um den Rest kümmern die beiden sich. Er passt hier auf seine ganzen Teilbreiten auf. Also ihr seht das gleich, wenn wir jetzt ins Vorgewende reinfahren, hier reduziert er schon die Teilbreiten. Und das machen wir am Ende mit dem Vorgewende einfach mit weg und fertig. Funktioniert hervorragend und wir sehen, diese Fläche tatsächlich streut da ein bisschen mehr. Wir haben jetzt hier aber auch, ich habe nebenan, habe ich Ertragserwartungen, waren B-Weizen und hier haben wir auch einen A-Weizen. Macht er natürlich auch ein bisschen Zuschlag nach oben. Ansonsten muss man natürlich sagen, das ist jetzt hier kein Hexenwerk. Das ist interessante Technik, die einen sicherlich unterstützen kann. Aber das Ding ist nur so gut wie auch der es bedient. Das heißt, man muss schon verstehen, was man hier eingibt. Man kann das ja schon sagen, in wie er sich ungefähr verhalten will. Und man muss schon eine Ahnung haben, wie viel ich jetzt ungefähr streuen möchte. Also wie viel jetzt Sinn macht. Ja, er sagte natürlich nur, hier macht es mehr Sinn, hier macht es weniger Sinn. Ja, weil er das Ganze immer anhand der Stickstoffversorgung regeln kann. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Und auch man muss mal so ungefähr noch wissen, wie viel kommt denn noch aus dem Boden, wie viel wird denn noch nachgeliefert. Ja? Also man hat als Landwirt auch ein Gefühl, wie wüchsig ist das Wetter, wie viel liefert gerade aktuell der Boden. So wenn wir zum Beispiel die letzten Jahre sehen, das ist mega trocken, da kommt nicht viel, da wird nicht mal die Gerste umgesetzt, dann passiert in der Regel ja gar nicht viel. So, genau. Also das Ding ist nur so gut wie der Bediener letztendlich auch. Klar nimmt er ein bisschen was ab und wenn man wirklich viele Hektar hat und man hat Mitarbeiter, dann guckt das Ding schon ein bisschen anders. Also es ist ja so, dass man im Prinzip am Computer das Ganze fertig machen kann. Man kann die ganzen Schläge mit den Ertragserwartungen, man kennt ja auch als Landwirt seine besten Schläge und kann das demzufolge ein bisschen einstufen und schickt dann den Fahrer letztendlich noch los und dieses Gerät entscheidet halt auch noch mal auf dem Feld, soll ein bisschen mehr oder soll ein bisschen weniger gedüngt werden. Das funktioniert in der Regel schon sehr, sehr gut, weil die Sensorik heutzutage sehr, sehr genau ist. Vorteil ist zum Beispiel, was viel nachgefragt wird, es gibt auch die entsprechenden Drohnen, die das können, die auch überfliegen könnten diesen Pflanzenbestand auch hochauflösend darstellen. Der Vorteil ist hier aber, wir machen alles in einem Arbeitsgang. Ja? Da vorne misst das Ding, hier hinten wird es schon gesteuert. Mit den Satellitenbildern könnte man das auch machen, das ist auch eine ganz interessante Sache. Da haben wir aber den Nachteil, wenn wir viele Tage bewölkt haben, haben wir einen unfassbar krassen Delay. Ich habe letztens reingeguckt, weil mich irgendwas interessiert hat und da war es tatsächlich so, dass die letzte Kartierung, die Satellitenkartierung 7 Wochen alt war. Und hier haben wir es halt super aktuell. Was ist los mit dir, Hannes? Hier haben wir es halt super aktuell. Das heißt, zeitlich genauer geht es ja nicht als da. Ne? Und ja, mit der Drohne, das ist aber auch extra Aufwand. Und wir kennen ja die Zeiten gerade hier aktuell. Das heißt, der Standardbetrieb
also es überschlägt sich ja jetzt gerade alles in der Landwirtschaft. Vom Raps, der mega viel Aufwand oder viel Augenmerk jetzt braucht, genauso wie das Getreide. Wir müssen aber auch Mais, Sonnenblumen jetzt fertig machen, in den Boden bringen und das ist alles auf einmal. Und da muss man wirklich gucken, was schafft man überhaupt. Also ich persönlich würde es jetzt nicht nochmal schaffen, mit einer Drohne rüber zu fliegen und die Flächen scannen zu lassen. Und dann ist es auch so, wie ist das mit der zeitlichen Abhängigkeit. Das heißt, ihr seht selber, das regnet, die Wettervorausschau ändert sich kurzfristig und du entscheidest als Landwirt, und das machen nicht nur ich, das machen ganz viele, die entscheiden sich ganz kurzfristig und sagen, ja, wir hängen morgen früh Düngerstreuer an, wir fahren dann doch jetzt schon rein. Du hast es vielleicht erst für nächste Woche geplant, aber die Witterung ist so optimal, dass du sagst, wir machen sie jetzt doch schon, das macht viel mehr Sinn, wir können nichts anderes machen, so wie heute. Wir hätten nichts anderes machen können. Ja, vielleicht Steine sammeln im Modder, aber wer mag das schon? So, und dann ist man da super flexibel und da auf einen dritten Dienstleister anzubieten, ist schwierig. Was aber ganz gut funktionieren soll, ist tatsächlich die Drohnenaufnahmen von Ausfallgetreide, Unkrautbeständen und danach die Kartierung machen für die Herbizidbehandlung bzw. fürs Totalherbizid. Und das wäre tatsächlich auch eine Maßnahme, die funktioniert dann aber auch nur mit Einzeldüsenschaltung. Ne? Das muss man sich bewusst sein, wenn man das möchte. Meine Spritze könnte es nicht. Meine Spritze kann nur an und aus und reduzieren, aber nicht mehr von hinten nach vorne oder umgekehrt. Also deswegen, da wäre ich zum Beispiel auch begrenzt. Aber da muss man gucken, für mich ist die Sensorik an den Maschinen wohl das effizienteste, weil du innerhalb einer Überfahrt hast. Nächster Vorteil, du erfasst halt hier regelmäßig immer wieder deine Bestände. Jetzt ist das hier schon die dritte Scannung, die wir jetzt hier haben, wenn wir hier rüberfahren. Wir haben ja gestern Abend den Wachstumsregler gemacht. Wir haben den Dünger gestreut hier, genau. Und jetzt ist es die dritte Maßnahme. Klar, gestern Abend war ja mega dicht bei. Aber wir haben sie ja gemacht. Und wir haben nochmal gescannt. Und ich kann euch das später auch nochmal im Portal zeigen. Du hast dann auch so ein Ranking über Stickstoffversorgungsgrade. Wo ist es aktuell notwendig zu düngen und wo nicht. Ihr könnt euch vorstellen, es gibt Betriebe, die haben halt 2.000, 3.000 Hektar. Und klar kannst du als Person immer die Bestände abfahren und gucken. Aber wenn du einfach die Möglichkeit hast und sagst, der mit der Pflanzenschutzspritze oder die mit dem Dünger, die fahren ja eh rüber, die können es immer mitmachen, immer den Scanner mitlaufen lassen. Und so hast du halt zusätzliche Augen in deinen Beständen drin. Die Frage ist nur, wie gerne möchtest du das in deinen Betrieb integrieren und wie bereit bist du auch dafür einen Aufwand zu tätigen. Es ist halt nicht mehr Düngerstreuer an, eine Zahl einstellen oder einen Betrag von der Liste und los geht's. Es ist halt wirklich für heute, das gehört immer noch dazu, zu der modernen Technik. Es ist halt auch mal auf dem Hof stehen, 2 Stunden, weil nichts geht und man sich einen abmüht, bis man das alles hinbekommt. Und wenn man so overall guckt, auch mit meinem Güllefass, wo ich das immer und immer wieder mal gemacht habe, gibt es trotzdem Punkte, wo die beiden sich zum Beispiel nicht verstehen, Fendt und das Güllefass, obwohl die es tagelang hintereinander gemacht haben. Und es ist, wie es ist, Leute. Es ist ja, wie es ist. Und da muss man bereit für sein, zu sagen, okay, nein, ich fahre jetzt nicht los und streue konstant und auch die Geduld haben und zu sagen, das ist schon Mehrwert, wenn wir es so machen. Ich war vorhin auch so weit, ich bin dann erstmal losgefahren und habe die ersten Hektar konstant 100 Kilogramm gestreut, weil wir auch wirklich heute mal ein bisschen vorankommen wollten, bis mir dann irgendwo geholfen war und bis wir dann weiterkamen. So, jetzt haben wir hier in der Zeit schnell mal 5 Hektar abgestreut, noch nicht ganz, fehlt noch Vorgewende. Jetzt sage ich ihm, ich möchte hier Rand streuen, gehe hier rüber und sage ihm, er darf jetzt die komplette Fläche streuen, drücke jetzt wieder Start und dann geht's los. Und dann streuen wir jetzt, wie ihr da seht, den Rest der Fläche ab. So, Leute, soweit. Morgen früh sehen wir uns, morgen früh gucken wir uns die anderen Bestände an. Hier Direktsaatweizen nach Raps. Sehen natürlich gut aus, die Bestände, keine Frage. Hier haben wir, aber hier gibt er teilweise weniger, aber teilweise auch mehr, als ich gegeben hätte. Also die Mengen an sich unterscheiden sich wirklich viel, viel krasser zu dem, was ich gegeben hätte. Da brauchen wir keine Kartierung nebeneinander legen. Ich kann euch die hinterher nebeneinander legen, aber das ist wirklich, also ich wäre nicht von 0 Kilo zu 80 Kilo auf ein Stück gegangen. Wäre ich nicht. Dafür fehlen mir dann irgendwo auch doch die Daten. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben hier 6:37 Uhr und wir sind wieder fleißig am Streuen.
Wir haben hier angefangen und zwar, das ist hier Weizen nach Mais, gedrillt mit der Tiger-Drill und die Sorte ist Atelier, LG Atelier. Und ja, wir fahren jetzt gerade die zweite Bahn. Es geht alles so ein bisschen von 20 N bis jetzt hier geht es mal 40 N hoch. Hier sind natürlich, hier unten ist auch die Stelle, also hier unten ernten wir auch immer am meisten hier so und da oben sind eher so die Sandkuppen. Ansonsten, der Bestand sieht natürlich hervorragend aus. Da kann man auch nichts weiter zu sagen, da gibt auch nichts zu meckern. Was hier so ein bisschen dieses Jahr mehr ist, natürlich durch die feuchten Bedingungen, man sieht ein bisschen mehr die Spuren vom Güllefahren. Von den Spuren, wo wir neben den Fahrgassen gefahren sind. So wie da, das gefällt mir nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ich überlege auch zum nächsten Jahr, ob ich mit meinem Fass hier reinfahre, meine 18 Meter und von einem anderen Lohnunternehmen die restlichen 4,5 Meter an jeden Seite mit ein großes Gestänge fahren lasse. Machen auch inzwischen einige mit ihrem Fass den Bestand sozusagen fertig und dann lässt man nochmal einen Lohner kommen, der außenrum im Bestand bzw. Da fährt und ja, dann hat man nicht die krassen Lohnkosten, als wenn das 100% im Bestand, also Gestänge gefahren wird vom Lohner, weil wir haben ja selber auch das Gestänge und dann kann man natürlich gucken, wie das ist, weil dann hat man natürlich wirklich nur Control Traffic auf den Fahrgassen, was natürlich deutlich geiler nochmal ist und ja, so wie dieses Jahr, seht ihr, die Spuren sind einfach da, weil es ein bisschen feuchtere Bedingungen waren und in dieser Spur werden wir auch weniger ernten, definitiv. Also dafür ist das zu krass, das sehen wir auf den Direktsaatflächen nicht ganz so doll. Man sieht es, mit einem geschulten Auge sieht man es, aber es ist nicht ganz so extrem. Und das wollte ich noch dazu sagen, also das überlege ich mir zum nächsten Jahr. Die letzten 2 Jahre war es nicht so krass, weil es halt so doll trocken war. Da sind wir ja sogar mit der Schlitze gefahren. Ich bin ganz froh, dass wir dieses Jahr nicht die Schlitze hatten, weil dann hätten wir natürlich massiv viele Spuren gesehen, gar keine Frage. Aber ich glaube auch so in frühen und kalten Bedingungen, wie wir dieses Jahr hatten, und wenn wir es einfach nächstes Jahr machen, wenn es kühl und feucht ist, dann stehen wir, glaube ich, der Schlitze in nichts nach, was Effizienz angeht. Okay. Der Fließfaktor links liegt außerhalb der Grenze. Müssen wir mal gleich gucken. Anscheinend fließt er zu viel, wenn man den Fließfaktor da sieht. Mal gucken, ob da gleich was sich vorgeklemmt hat. Aber kann eigentlich nicht. Der Dünger ist eigentlich gut. Der ging auch noch mal durch den Überladewagen. Das macht die Klumpen kleiner. Das werden wir beobachten. Manchmal ist es auch so ein Moment, wo er nur schnell nicht genug regulieren kann. Und dann sagt er da nämlich auch schon, jo, das geht aber so nicht. Genau, ich habe ihm aber übrigens hier gesagt, dass ich hier mindestens 20 N geben will. Hier ist ja tatsächlich ein A-Weizen. Ich glaube, sonst würde er noch weiter reduzieren. Ich will das noch ein bisschen experimentierhaftig gestalten. Also ich will das tatsächlich so machen, dass ich sage, einen Teil lasse ich bis auf 0 reduzieren und einen Teil sage ich ihm mindestens ein bisschen N. Aber wie ihr seht, der Bestand ist gut versorgt. Ja, jetzt kommen natürlich auch die Geraste dieses Jahr voll zur Geltung bei dieser ganzen feuchten Witterung. Die sind wahrscheinlich jetzt früher schon aktiv, als wenn es trocken gewesen wäre und später der Regen gekommen wäre. So Leute, geht's auf den Hof, nochmal nachfüllen. Und passend dazu fährt hier gerade eine Maschine auf dem Hof, die wir die nächsten Tage für Striptill haben. Und wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Und dazu dann aber in der nächsten Folge mehr. Also einschalten, glaube ich, lohnt sich wirklich dann nächstes Mal.